Hast du dich im Internet schon mal gefragt, ob du hier gerade mit einem Menschen sprichst oder mit einer KI? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in letzter Zeit in den sozialen Netzwerken unterwegs bin, ja, mich dort umschaue, dann kommt mir vieles immer mehr gleich vor. Ja, vieles wirkt so glatt und fast zu perfekt und rund. Ja, auch die Kommentare sogar. Ja, die Texte sowieso, das beobachte ich schon eine Weile. Da gibt's auch Phrasen mittlerweile, wo ich Wiederholung feststelle. Ja, also bestimmte Sachen wiederholen sich auch unter verschiedenen Menschen, wo ich einfach wahrnehme, dass das KI generiert ist. Und das Gleiche beobachte ich mittlerweile auch schon in den Kommentaren. Ja, wir kennen das ja. Es gibt ja mittlerweile auch schon Plattformen, die bieten KI-generierte Kommentarfunktionen an. Da kann man dann, wenn man einen Kommentar beantworten will, einfach sich helfen lassen von der KI. An sich ist es ja nichts Schlechtes, sich helfen zu lassen von jemandem, der auf einem Gebiet weitaus mehr Erfahrung hat als man selber. Und dennoch stelle ich die Frage in den Raum, wo bleibt denn da die echte Kommunikation von Mensch zu Mensch? Ja, so waren ja die sozialen Netzwerke ursprünglich gedacht. Die waren ja nicht so gedacht, dass KI mit KI kommuniziert. Dann sind es ja keine sozialen Netzwerke mehr. Also, wir beobachten, ja, die KI kann Texte schreiben, Bilder erstellen, Videos erstellen, sie kann Kommentare beantworten und Sachen einfach optimieren und beschleunigen. Das sind alles wunderbare Möglichkeiten, wo sich für viele Menschen auch neue Horizonte öffnen. Die KI ist ein gutes Werkzeug, ein sehr leistungsfähiges Werkzeug. Aber wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass ein Werkzeug immer auch unser Verhalten verändert. Und hier möchte ich die Brücke schlagen zu einem wesentlichen Herzensthema von mir, ja, die menschliche Kreativität. Das, was mich bei dieser Entwicklung beschäftigt, ist die Frage, was passiert, wenn wir unsere eigene Kreativität auslagern? Wenn wir von der KI Ideen generieren lassen? Ja, wenn wir unsere Texte von ihr formulieren lassen, ohne danach nochmal unseren eigenen Seelenatem in diese Texte hineinzuhauchen. Es kann ja auch eine Zusammenarbeit sein. Was geschieht, wenn wir alle unsere Bilder von der KI machen lassen? Was geschieht, wenn wir sie entscheiden lassen, was wir nach außen tragen, was wir teilen? Wo ist dann unsere Seelenqualität in der Kommunikation? Ja, der Mensch ist ja ein schöpferisches Wesen. Manchmal ist das mit unserer Kreativität nicht immer effizient. Ja, es ist auch nicht perfekt, aber es ist zutiefst und urmenschlich schöpferisch. Und wir wissen, wenn wir immer weniger selber schöpferisch sind, dann verkümmert etwas in uns. Denn diese Schöpfermacht gehört zu unserem Wesen. Das ist für uns wie Atmen. Es ist Teil unserer Natur. Und wenn wir unsere Natur nicht leben, ja, also wenn wir nicht entsprechend unserer Natur leben, dann geschieht Denaturierung. Ja, dann entfernen wir uns von unserem Ursprung. Ja, die Verlockung ist nachvollziehbar. Die KI ist wirklich beeindruckend gut. Ja, sie ist extrem schnell, präzise und sie kann auch lange durchhalten. Ja, und sie ist makellos. Und das ist ihr größter Unterschied zu uns. Die KI kennt keine Unsicherheit. Wir Kreativen, wir kennen Unsicherheiten. Ja? Der kreative Prozess steckt voller Höhen und Tiefen. Ja, wir alle kennen diese Phasen, wo wir denken, oh mein Gott, jetzt habe ich es versaut. Ja, und wenn wir am nächsten Tag drauf schauen, spüren wir, oh, das ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Die KI zögert auch nicht. Ja, bei uns kann es manchmal echt lange dauern, bis wir den Schritt nach außen wagen, bis wir vielleicht eines unserer Werke mit der Welt teilen oder bis wir zu unserer Kreativität stehen, ja, oder bis wir uns trauen, unsere Kreativität
zu unserer Berufung zu machen, ganz offiziell. Die KI kennt auch kein echtes Scheitern. Ja, wir kennen Scheitern. Wir alle kennen Scheitern. Ja, wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir irgendwas gegen die Wand fahren. Wenn etwas so richtig schön in die Hose geht. Ja, dieses Gefühl gehört einfach dazu, weil es macht auch, dass wir lernen und auf diese Weise sammeln wir Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind auch verankert in unserer Seele. Ja, also diese Erfahrungen formen unsere Seele. Und dadurch reifen wir. Und noch ein wichtiger Punkt. Die KI kennt kein Staunen. Ja, das ist etwas, was uns Menschen so zu eigen ist. Wir können staunen. Ja, das staunende Bewusstsein ist etwas, was ich immer wieder in meiner Arbeit, ja, im heilsamen intuitiven Malen preise. Ich lade die Menschen, mit denen ich male, immer wieder dazu ein, das staunende Bewusstsein zu pflegen im kreativen Prozess. Denn auf diese Weise bekommt es alles noch viel mehr Tiefe, viel mehr Nähe, viel mehr Verbundenheit, viel mehr Lebendigkeit, Berührung und Tiefe. Und all unser Scheitern, unser Zögern, unsere Unsicherheit, das sind keine Schwächen, das sind menschliche Qualitäten. Ja, das ist das Schwungholen, bevor wir uns auf die nächste Stufe erheben. Das ist Leben. Das ist gelebtes menschliches Leben. Ja, wir Menschen streben nach Perfektion. Perfektion spricht uns an. Ja, wir schätzen Perfektion sehr und wir sind auch bemüht, Perfektion zu erreichen in dem, was wir tun. Ja, das ist auch das, was einen Meister in einer bestimmten Sache ausmacht. Aber Perfektion an sich ist glatt. Wir dürfen Perfektion nicht verwechseln mit Meisterhaftigkeit. Ja, der Grat dazwischen ist sehr schmal. Meisterhaftigkeit, ja, wenn jemand etwas meisterhaft beherrscht, kann das wirken wie Perfektion. Und da ist auch eine Perfektion drinne. Aber Perfektion an sich, ohne all das Scheitern, ohne das Zögern, ohne die Unsicherheit, ist nicht meisterhaft. Perfektion ohne all das ist einfach nur glatt. Und da fehlt die Tiefe. Die Tiefe, ja, die dem Menschen innewohnt, der all diese Täler durchschritten hat. Und daher ist es sehr wichtig und wertvoll, dass wir uns in dieser Zeit darauf besinnen, was uns Menschen ausmacht und was uns zu eigen ist und was uns auch niemand nehmen kann. Ja, unsere Intuition, unser Körpergefühl, unser gigantisches Spektrum an Gefühlen und Emotionen, ja, das gigantische Spektrum unserer Seelenharfe, die vielen verschiedenen Gefühle, die in uns angeschwungen werden können, auch die ambivalenten Gefühle, die gleichzeitig in uns schwingen können und dadurch faszinierende Akkorde von Empfindungen in unserer Seele erschaffen. Die Sinnlichkeit, die wir als Menschen erleben können, wenn wir Material berühren, ja, wenn wir kreativ sind auf dem Papier und wir spüren zum Beispiel, wie das Material über das Papier kratzt. Das sind sinnliche Erfahrungen, echte Erfahrungen, gelebte, erlebte Erfahrungen. Das ist etwas, was wir Menschen in uns tragen. Und wir spüren Verbundenheit. Ja, wenn uns etwas berührt, wenn etwas in uns angeschwungen wird, dann spüren wir Berührung, Verbundenheit, Nähe. Ja, etwas resoniert in uns und wir fühlen, wir sind nicht alleine. Wenn wir Menschen etwas erschaffen, dann fühlen wir während des schöpferischen Prozesses. Wir zweifeln auf dem Weg. Wir haben unsere Momente. Und wir entdecken unterwegs auch unglaublich viel Neues. Ja, wir lernen dazu, wir staunen. Wir sind überrascht. Wir sind begeistert. Und das ist der entscheidende Unterschied. Die KI kann vielleicht schneller als wir kreativ sein. Aber sie erlebt nicht, was sie erschafft. Daher meine Einladung.
ganz unperfekt. Lasst uns malen, lasst uns zeichnen, lasst uns kritzeln, lasst uns schreiben, ja, Briefe, Texte, Gedichte, Geschichten, Lieder. Lasst uns musizieren, neue Instrumente lernen, miteinander musizieren, füreinander musizieren. Lasst uns experimentieren und forschen auf dem Papier. Nicht um gut zu sein, nicht um perfekt zu sein, nicht um wieder was zum Posten zu haben, sondern damit wir mit uns in Kontakt sind, damit wir unsere menschliche Natur leben, damit wir Verbundenheit spüren, damit wir sind, was wir sind, und zwar ganz. Danke, dass du dir diese Gedanken angehört hast. Ich bin nicht gegen KI, überhaupt nicht. Ich bin für unser Menschsein. Ja, und wenn du das auch in dir spürst, dann schnapp dir heute einen Stift und Papier und erschaffe etwas aus dir heraus, in Verbundenheit mit deiner Wahrheit und mit Freude. Fang einfach an und schreib gern in die Kommentare, was du heute erschaffen hast. Und wenn du noch weitere Gedanken über Kreativität, über unser Menschsein oder über lebensfördernde Kunst hören möchtest, dann bleib gern hier.